Hallo liebe Fliegerfreunde, zurück zu einem neuen Video. Dieses Mal nicht in der Luft, sondern ich sitze daheim bei mir am Schreibtisch. Und zwar möchte ich mir noch mal ein Video anschauen. Ich habe das auf Instagram geteilt und das haben sich eigentlich voll viele Leute angeschaut. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt mache ich ein kleines Video drüber. Ja, ich bin letztens geflogen, also das ist mittlerweile jetzt schon wieder, ich schätze jetzt einmal so knapp 4 Wochen aus, und bin mit dem Code P geflogen, also mit meinem Hike and Fly Schirm. Habe mich da noch ein bisschen gespült und da ist halt einiges schief gegangen. Und genau das will ich mir jetzt gerne mit euch anschauen. Ich habe da jetzt dort 2 Videos vorbereitet und ich hätte gesagt, wir schauen uns das jetzt einmal an. Ich starte da jetzt einmal ein mit einer Bildschirmaufnahme. Genau, da sind wir. Also da sieht man es. Ich gehe da jetzt gleich einmal rein. Das war halt der Start. Passiert ist das Ganze am Feierkogel in Oberösterreich. Das ist quasi mein Hausberg. Und Rückwärtsstart hat super funktioniert. Ich habe hinten die Insta360 drauf gehabt. Die habe ich da auf den orangen Rucksack hinten so befestigt. Und das ist immer so eine semi-gute Lösung, weil das hängt halt irgendwie nur so an 2 so Gummiseile, und wie dann nachher passiert, dreht sich halt das dann öfters einmal nach hinten, und wie es halt in dem Fall war, ist das dann irgendwie so ein bisschen rausgerutscht, und die Ansicht war halt jetzt halt nicht so wie da jetzt, dass es halt wirklich hinter mir ist, sondern die Kamera ist mehr oder weniger nach unten gerutscht. Genau, aber da jetzt halt alles super, also super gegangen. Man sieht keine Thermik, es war auch fast kein Wind. Da bin ich da 4 geflogen. Da kommt man jetzt dann schon langsam über den Ort raus. Ich überspringe das jetzt einfach alles einmal. Genau. So, jetzt komme ich dann schon langsam da über den Berg drüber. Da drüben ist der offizielle Landeplatz. Und das war eigentlich auch am Anfang der Plan gewesen, dass ich da jetzt ein paar Barrel Rolls oder halt Wingovers mache und aus den Wingover vielleicht ein Barrel Roll. Ein Barrel Roll ist quasi Wingover und ein Barrel Roll ist quasi, wenn du die Arme über deine eigene Achsen drehst. Ich bin da noch immer ein bisschen dabei, dass ich das lerne, weil ich das halt noch immer nicht ganz hundertprozentig kann. Und ja, fliegt da das raus. Da ist der Sportplatz und da kann man auch, also da ist quasi so ein Übungsplatz, und da ist dann ein Parkplatz und da kann man auch öfters einmal reinlanden. Also wenn das jetzt halt nicht jeden Tag passiert, sagt da auch keiner was. Genau. Jetzt ist die Ansicht natürlich nur halbwegs super, weil die Kamera genau hinter mir ist. Aber sobald dass ich jetzt dann die ersten Wingovers mache, da passt noch Wingover, und da versuche ich quasi immer Wingover, und da mache ich die erste Barrel Roll. Dann mache ich die zweite Barrel Roll. Na Blödsinn. Gehen wir nochmal zurück. Schauen wir sich das nochmal an. Also. Wingover, 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 Barrel Roll. Wingover. Na, das war dann eigentlich schon in der Spirale. Da habe ich dann nochmal ein Barrel Roll gemacht, aber da habe ich mich halt nicht über mich drüber gedreht, sondern eher so nach vorne. Also eigentlich war es so eine schnell angezogene Spirale, würde ich jetzt sagen. Und genau. Dann Wingover und jetzt dann in die Spirale rein. Und was man jetzt dann ganz gut sieht, ist, dass ich mir jetzt halt eigentlich ziemlich viel Zeit lassen habe. Gehen wir nochmal zurück. Okay, das ist fast ein wenig zu langsam. Da wieder Spirale, Spirale. Und da 1, 2, 3. Also ich gehe echt ohne Energie, gehe aus der ganzen Geschichte raus und habe geglaubt, jetzt ziehe ich einfach nur mehr an und dann mache ich ein Barrel Roll. Und ja, dass das halt nicht so ganz funktioniert, dass man zu einer Barrel Roll oder ja, dass man da einfach Energie braucht, sagt halt das jetzt dort.
Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Man kann es, also ich mache es jetzt einmal in Schnelldurchlauf. Man sieht halt da halbwegs die Kacke am Dampfen. Die Höhe, ja, halt auch einfach absolut nicht gut, weil wenn man da irgendwas beieinander hat, da verliert man halt gleich einmal ein paar Meter. Und es war echt eigentlich nicht schlau, dass ich das aus so einer Höhe rausgemacht habe, beziehungsweise habe ich da einfach so schnell Höhe abgebaut. Das, was man selber gar nicht glaubt, dass das auf einmal so schnell geht. Ja, dann komme ich ebenfalls in die Situation. Weiter geht's. Das ist Gott sei Dank gleich einmal aufgegangen. Was mir halt jetzt passiert ist, ich habe da einen Überwurf drinnen gehabt. Habe geglaubt, dass ich das mit ein paar Mal abpumpen wieder rauskriege, was nicht funktioniert hat. Aber ich habe dann gleich einmal geschnallt, okay, probieren wir einen anlegen und reiße jetzt nur einmal an, weil ich mir gedacht habe, einen gescheiten Impuls. Okay, das funktioniert nicht. Und jetzt habe ich, man sieht es jetzt gar nicht so gescheit. Das war nur der Bremsimpuls. Jetzt greife ich zu meiner A. Achso, nein, Blödsinn, jetzt war es schon wieder vorbei. Ich habe den ganzen dann nur einen festen Bremsinput gegeben. Habe schnell bemerkt, dass das nicht funktioniert. Habe dann gleich auf die A gegriffen und habe gleich einmal die Ohren angelegt. Und offen war wieder alles. Gott sei Dank, alles schnell wieder aufgegangen. Nur kleinerer, also das ist ein 20er Code B, nur kleinerer Schirm heißt vermutlich auch nur schneller Autorotation, nur schneller alles. Also das kann halt richtig schier ausgehen und wirklich Glück im Unglück, dass das eigentlich so schnell wieder aufgegangen ist. Es war jetzt halt auch, das Ganze hat glaube ich, sollen es 4 Sekunden gewesen sein. Hat das 4 Sekunden gedauert und ich habe einfach so dermaßen Höhe verloren. Ich habe gesagt, ich wollte eigentlich da abspiralen, Wingover machen und dann noch der hintere auf dem Landeplatz fliegen. Oder halt auch ausweichen auf den Sportplatz, der was da herüben ist. Und der Talwind ist halt so, der Wind kommt von da her vorne und pfeift da durch. Und da sind überall Stromleitungen. Da geht auch irgendwie was Vieri. Ich habe das halt von oben gesehen, dass überall Stromleitungen sind. Und habe halt dermaßen Höhe jetzt halt abgebaut, dass ich mich dazu entschlossen habe, dass ich da eine Außenlandung mache. Und ja, das war das einzig Wahre, was ich eigentlich machen halt können. Ich hätte da oben noch eine landen können. Aber jetzt man sieht da, wie schnell dass ich da bin. Also ich fliege richtig mit Wind, ich weiß ich nicht wie viel km/h in die Richtung. Lenk geht es halt dann um. Es war natürlich durch den Talwind dann schon ein bisschen ruppig. Und man sieht es da an meinen Schatten, wie schnell das man da ist. Und ja, eigentlich ziemlich sicher gelandet, hat alles passt. Aber meine Unterhosen war halt eigentlich dann nicht mehr so weiß wie vorher, sagt man mal so. Na, Scherz beiseite. Schauen wir uns das zweite Video an. Das ist jetzt das gleiche nur habe ich da jetzt die Stabilisation ausgeschaltet, dass man sieht, wie es unstabilisiert ausschaut. Und ja, da kriegt man ein bisschen mehr Eindrücke vielleicht wieder. Es ist halt alles geschnitten mit Insta360, das ist halt irgendwie semi-gut. Alles, was sich bewegt, schaut halt gleich einmal sehr unnatürlich aus. Deswegen habe ich mir gedacht, schneide das auf 2 verschiedene Orten. Ein drittes Video habe ich dann nur in Hochformat, aber schauen wir sich das nochmal an. Es ist halt dann sehr raw, Wingover in die rechte Seite. Dann sieht man schon sehr hoher Wingover. Das war die Barrel Roll. Wingover. Es ist sehr schwer zum sehen da. Da halt auch wieder, man sieht es, also auch wenn das jetzt sicher irgendwie übertrieben ist, aber der Schirm ist schon unter mir. Und da war es schon sehr knapp, glaube ich. Also wenn man sich das jetzt nur mal anschaut,
sehr shaky, man kann es gar nicht kaum erkennen. Genau, da sieht man jetzt halt auch nochmal schön, wie weit der Schirm unter mir war. Und da sieht man schon, dass da vielleicht um eine Spur zu wenig Druck drinnen ist. Ja, jetzt mache ich mal Spirale, 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 Light aus und Action. Ihr seht es, es sind einfach da, die Leinen sind einfach, ja, was will ich sagen, das ist eigentlich ein echt ein schönes Bild. Ich werde da, glaube ich, jetzt einen Screenshot draus machen und das wird das Thumbnail. Man sieht, glaube ich, da jetzt nur mal so gut, was eigentlich alles schief gehen hätte können bei dem Video, bei dem Flug. Da braucht sie nur echt die Leine irgendwie über die Kamera umhängen und dann ist die Kacke am Dampfen. Also da echt alles nochmal gut gegangen. Da man sieht es auch, da einfach komplett eingedraht. Meine Füße irgendwo, meine Hände da, die linke Hand ist oben, die rechte Hand ist anbremst. Ja, und da sieht man es wieder. Da Verhänger. Und einfach so ein Klick gehabt, dass das so schnell aufgegangen ist. Dann probiere ich wieder anziehen. Dann kommt einmal der große Input, wo ich mir gedacht habe, das probiere ich jetzt mit einmal gescheit anziehen. Ist nicht aufgegangen. Und jetzt einer legen, tutto bene. Bis auf einen kleinen Schock, da wieder alles in Ordnung gewesen und landen gegangen, wie wir sich schon angeschaut haben. Jetzt schauen wir uns das dritte Video noch an. Das ist jetzt Hochformat. Was? Naja, okay, der. Also, schauen wir uns das nochmal an da. Da habe ich es, glaube ich, in Zeitlupe gemacht. Das ganze Video dauert 39 Sekunden. Jo. Ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt nochmal das erste an, komplett unkommentiert. Also, liebe Kollegen und Kolleginnen, Fazit des Tages, einfach wieder ein bisschen mit mehr Hirn fliegen. Ich bin jetzt, wie gesagt, das Video ist jetzt, oder der Flug ist jetzt seit circa 4 Wochen aus. Ich habe das jetzt dann eigentlich nicht mehr gemacht. Viele haben auch geschrieben unter meine Kommentare bei Instagram, hey, du hast die Bremsen nicht gestützt. Ich glaube jetzt halt nicht, dass das schuld war, dass ich die Bremsen nicht gestützt habe. Ich glaube eher, die Schuld war einfach ganz klar, dass ich keine Energie gehabt habe und einfach auf einer Seite voll angezogen habe. Was sollte passieren ohne Energie? Kann eigentlich nur ein Scheiß passieren. Also das ist irgendwie so meine persönliche Meinung. Ich bin jetzt kein Fluglehrer, bin kein Sicherheitstraininglehrer, keine Ahnung, wie man das sagt. Jedenfalls bin ich kein Profi. Das ist mein reines Gefühl. Das war absolut nicht professionell, was ich da gemacht habe. Das war einfach, tja,
ein Scheiß und ich habe einen Glück gehabt, dass das so schnell wieder aufgegangen ist. Und aus solchen Fails lernt man halt auch. Also ich bin jetzt halt wieder ein bisschen geerdeter, würde ich jetzt sagen. Ich bin die letzten 4 Wochen auch einiges geflogen, aber halt einfach mit wieder ein bisschen mehr Hirn. Also nicht einfach nur zack, 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 sondern ja, vielleicht hat es einfach so kommen müssen, dass ich halt einfach wieder da oben das Hirnkastel wieder ein bisschen mehr beim Fliegen einschalte. Es wird einfach oft so selbstverständlich alles, dass man glaubt, man kann alles und man kann das, man hat es durchgespielt. Aber nein, so ist es nicht. Es passiert einfach immer wieder so viel dummer Blödsinn, wenn man einfach aus Gewohnheit, glaube ich, ist das. Wenn man das halt, oder ja, weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Unterm Strich glaube ich, dass es gut ausgegangen ist. Ich möchte euch das Video auch zeigen, dass vielleicht ihr selber auch wieder mal sagt, okay, der Scheiß ist jetzt gut ausgegangen, aber es kann halt auch anders ausgehen. Und ja, deswegen hätte ich gesagt, beim nächsten Mal wieder Flugvideo und beim nächsten Mal wieder mit mehr Hirn. Ja, viel Spaß beim Fliegen und vielleicht sieht man sich einmal am Berg. Auf Wiederschauen.